Unter hoher Last kann selbst das härteste Metall brechen. Und wann dieser Zeitpunkt für welchen Werkstoff ist, das untersuchen wir in der Abteilung Strukturmechanik. Ich heiße Johanna Eisenträger und leite seit 2023 die Abteilung Strukturmechanik hier am Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien in Bremen. In der Abteilung Strukturmechanik untersuchen wir die mechanischen Eigenschaften von Proben und von Bauteilen und setzen diese auch in Beziehung mit anderen Werkstoff- und Bauteileigenschaften. In unseren Untersuchungen berücksichtigen wir sowohl das Werkstoffverhalten unter statischer oder auch monotoner Last, kann man sagen, aber auch unter zyklischer Belastung, das heißt auch unter schwingender Belastung, und wir untersuchen sowohl Proben als auch Bauteile. Häufig erfolgen diese Prüfungen im Rahmen von Forschungsprojekten, aber auch im Auftrag von Industrieunternehmen zum Beispiel. In unseren Projekten und Aufträgen führen wir Experimente durch und nutzen diese Ergebnisse für Modelle und Simulationen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der schwingenden Beanspruchung und Bruchmechanik. Das bedeutet, dass wir beispielsweise experimentell und simulativ untersuchen, unter welchen Bedingungen ein Riss entsteht und wie schnell er sich dann im Material weiter ausbreitet. Zu diesem Zweck haben wir in unserem Labor über 20 Schwingprüfmaschinen, auf denen wir dann eben unter unterschiedlichsten Bedingungen, also zum Beispiel bei verschiedenen Belastungen, Frequenzen oder Temperaturen, prüfen können. Aktuell ist ein zentrales Projekt bei uns das Verbundvorhaben Baltic, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird. Dabei kooperieren wir mit dem Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme in Hamburg und 3 weiteren Industriepartnern. Das Ziel des Projektes ist die Untersuchung von Blattlagern. Blattlager gibt es in Windenergieanlagen immer an den Schnittstellen zwischen dem Rotorblatt und der Narbe. Das heißt, wenn man 3 Rotorblätter hat, hat man auch immer 3 Blattlager in jeder Windenergieanlage. Und wenn jetzt ein solches Blattlager im schlimmsten Fall versagt, also wenn sich zum Beispiel ein Riss bildet und das Lager durchreißt, dann kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass so ein Rotorblatt aus großer Höhe, 100 bis 200 Meter, herabfällt, und so ein Worst-Case-Szenario möchte man natürlich vermeiden. Und deshalb untersuchen wir hier am IWT, auch in Kooperation mit anderen Abteilungen im Hause, wie sich eben die Eigenschaften der Blattlager, also die Beschaffenheit des Werkstoffs, auf die Rissentstehung und die Rissausbreitung auswirken. Wenn wir also in der Energiewende bestmöglich vorankommen wollen, dann müssen wir die Blattlager bestmöglich verstehen, damit wir ihr Design und ihre Konstruktion anpassen können und so letztendlich längere Lebensdauern ermöglichen. Daran arbeiten wir.